Well, we have some new research available. Wir haben hier oben ganz neue Ergebnisse aus der Forschung. This study came out just a few days ago, so this is brand new. Diese Studie hier ist brandneu, sie ist gerade erst vor ein paar Tagen herausgekommen. Now our topic tonight is on educational media. Und unser Thema heute Abend geht über bildende Medien. So this is not really on topic, but I just thought I would share it with you. Und das ist jetzt nicht direkt das Thema, aber ich würde es trotzdem gerne mit euch teilen. This is comparing social media use among teens from 2012 to current, that's 2018. Und dies hier zeigt die Verbindung zwischen Social Media, zwischen dem Konsum von Social Media zwischen 2012 und 2018. We noticed in 2012, 41% of teens owned a smartphone. Und hier können wir sehen, dass im Jahr 2012 waren es 41% der Kinder, die ein Smartphone benutzten. Now, almost 90%. Jetzt sind das 89%. And we've gone to 70% using social media multiple times a day. Und wir haben hier 70%, die Social Media mehrere Male am Tag benutzen. And I also found it interesting the reasons these young people were using social media. Und außerdem finde ich sehr interessant die Gründe dafür, warum diese jungen Menschen das Social Media benutzen. They felt it would make them more popular. So haben sie das Gefühl, dass sie das mehr populär macht. Made them more confident. Dass es sie in ihrem Selbstvertrauen stärkt. Made them feel better about themselves. Es macht sie, sich besser zu fühlen über sich selbst. Less anxious, less depressed. Weniger depressiv. Furchtsam. Not as lonely. Und nicht so sehr alleine. Sie fühlen sich nicht so sehr alleine. No, it's making them feel better about themselves. Also im Ganzen gesehen fühlen sie sich dadurch besser. However, 70% of young people sometimes felt left out or excluded when using social media. Und 70% dieser jungen Menschen fühlen sich so, als würden sie am Rande stehen oder ausgeschlossen sein, wenn sie Social Media nicht benutzen. They would feel bad about themselves if no one comments or likes their posts. Sie fühlen sich schlecht, wenn niemand ihre Kommentare liked oder kommentiert. You know, there's an interesting reason for this. Brain science shows that every time you get a like, you get a little dopamine. Und da gibt es eine interessante Sache dahinter, denn die Forschung zeigt uns, dass jedes Mal, wenn es einen Like gibt, dann schüttet unser Gehirn Dopamin aus. Dopamine is that chemical in our brain that makes us feel good and happy. Und dieses Dopamin ist eine Chemikalie bei uns im Gehirn, die uns gut fühlen. Die uns gut fühlen lässt. And it's released in natural ways when we do something good, we accomplish something, or we even eat some good food. It's a little bit of dopamine is released. Und die natürliche Art und Weise, wenn dieses Dopamin freigesetzt wird, ist immer dann, wenn wir etwas erledigt haben, eine Arbeit geschafft haben, oder wenn wir etwas Gutes essen. But dopamine is also addicting. Aber Dopamin ist außerdem abhängig machend. If we get too much of it, und wenn wir zu viel von ihm bekommen, we become addicted to it. Dann werden wir abhängig And davon. that is what they're finding with social media. It's this constant dopamine, 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 dopamine. And pretty soon they get addicted to this environment. Und genau das ist es, was sie herausfinden beim Social Media. Diese ständige Reize, Überreizung führt zu Dopamin. Und das ist der abhängig machende Charakter. Very addicting. We'll go through all of this. Oh, this one was really interesting. The preferred method of communication. Hier geht es jetzt um die bevorzugte Methode der Kommunikation. Only 32% now. That's less than a third of the teenage population. Nur 32%, das sind weniger als ein Drittel der jungen Leute. Only 32% feel that face-to-face communication is the best method.
That means 2/3 think that digital communication is the best. Also nur 32% dieser jungen Personen gehen davon aus, dass der beste Weg die direkte Kommunikation ist, wobei 2/3 meinen oder glauben, dass diese digitale Interaktion der beste Weg ist, um zu kommunizieren. It's also very sad what they're becoming exposed to. Es ist auch sehr traurig zu sehen, was sie sich hier aussetzen. About 2/3 of teenagers Das sind 2/3 aller Teenager, say that they often or sometimes come across racist, sexist, homophobic, or religious-based hate content in social media. so geben 2/3, also 64% dieser jungen Menschen an, dass sie oft oder zumindest manches Mal mit Thematiken wie Rassismus, Sexismus, Homophobie oder religiös basierten Hassbotschaft in diesen Social Media in Kontakt kommen. The type of social media used is also interesting. Facebook is not very well used anymore. Now it's Snapchat. Auch ist interessant, was heute benutzt wird in den Social Media. Also das Facebook ist nicht mehr ganz so aktuell. Snapchat has zero accountability. Snapchat, Means no one knows what you're doing. No one knows. No one knows what you're doing. Okay. Because it disappears. Aha. Bei Snapchat weiß niemand, was du dort tust, weil es verschwindet, because it disappears. Yeah, you send a picture. You send a picture to someone, and Yeah. 10 seconds later it's gone. Aha. Also er sagt, bei Snapchat sendest du jemandem ein Bild und 10 Sekunden später ist es weg. So it's very tempting for teenagers who want to do things that they shouldn't be doing. Und das ist also das ist eine große Versuchung für diese jungen Leute, etwas zu tun, was sie nicht tun sollten. And lastly, over half of teenagers Und zu guter Letzt ist es mehr als die Hälfte der Teenager, said if their parents knew what actually happened on social media, they'd be a lot more worried about it. also 54% sagten, dass wenn deren Eltern wüssten, was tatsächlich passiert auf den Social Media, dann würden die sich sehr viel mehr Sorgen machen. Scary stuff. We're headed in a bad direction. Das sind erschreckende Ergebnisse. Wir gehen nicht in eine gute Richtung. So I just thought you would find that interesting. That's some brand new research that just came out a few days ago. Und ich dachte mir, dass ihr daran interessiert seid, diese neuen Ergebnisse hier zu sehen. But let's get into our topic for this evening. Und jetzt wollen wir einsteigen in unser Thema heute Abend. Uneducated. Was da heißt, ungebildet. How, a lot of people say, well, I know that media is bad, but if it's educational, that makes it good. That's what they say. Und so sind viele Menschen, die sagen, ich weiß, dass die Medien schlecht sind, aber wenn es bildende Medien sind, dann müssen sie gut sein. So let's back up a few years. Wir wollen nun ein paar Jahre zurücksehen, in die Vergangenheit schauen. I found an old article. Und da habe ich einen alten Artikel gefunden. How television benefits your children. Und dort steht, wie das Fernsehen einen Nutzen bringt für eure Kinder. Now, looking at this, we can look and laugh because we say, no, that's not true at all. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann können wir darüber lachen und wir wissen, das ist so nicht wahr. But I want you to look at the reasons they gave here. Wir wollen aber jetzt ganz gern hier auf die Gründe schauen, die sie haben. They're the same reasons that are now given for all these forms of iPads and educational media. Und das sind genau dieselben Gründe, die heute dafür aufgeführt werden, wenn es um die neuen Medien geht. iPad. So, first one, it gets homework done quickly. Und so wird hier gesagt, es führt dazu, dass die Hausaufgaben schnell erledigt werden. Because you make a rule, homework first, television second. Weil wir hier
ein Rule, eine Bedingung aufstellen, die da sagt, zuerst die Hausaufgabe und danach kannst du fernschauen. It says television will strengthen family ties. Und hier wird behauptet, dass das TV die Familienbande stärkt. Educators, religious, and social workers all agree it can be one of the strongest forces in America for bringing the family together. Und so sind es Lehrer, Pastoren und Sozialarbeiter, die sich darin einig sind, dass mit dem TV, dass dieses TV eine starke Bindung in den Familien schaffen kann. Has television brought the family together? Und meine Frage ist jetzt die, hat das TV wirklich die Familien zusammengebracht? Definitely not. Now, Definitiv nicht. my personal favorite here, Und das ist jetzt mein persönlicher Favorit. Home Sweet Home. Peace, quiet. Und hier wird gesagt, Home Sweet Home, Friede, Ruhe, Stille. No more rainy day riots, or where the children are indoors making trouble on a rainy day because they can't go play outside. Okay. Kein Trubel mehr im Haus an regnerischen Tagen, weil sie nicht nach draußen gehen können. Because television keeps the children out of mischief and out of mother's hair. Und so wird hier gesagt, dass das TV, der Fernseher, hält die Kinder davon ab, Dummheiten, Blödsinn zu machen. Ja. And that is one of the most common reasons, even today, that parents want their children using media because it keeps them occupied. Und das ist genau heute einer der triftigsten Gründe dafür, dass Eltern oder Mütter sich für das TV entscheiden, weil sie im Endeffekt Ruhe haben von ihren Kindern. And in fact, most parents believe that it will benefit their children somehow. Und es sind viele Eltern, die wirklich daran glauben, dass ihre Kinder davon auf irgendeine Art und Weise einen Nutzen ziehen würden. In fact, more than 50% of parents said the most important reasons their children watch TV was because they have them watch programs that will help teach their children something. Und so sagen mehr als 50% der Eltern, dass einer der wichtigsten Gründe, wir haben diese Folie nicht auf Deutsch, dass einer der wichtigsten Gründe dafür war, dass Eltern ihre Kinder vor das TV setzen, der ist, dass es den Kindern dabei helfen würde, in ihrer Gehirnentwicklung. They believe it's good for their children's brain development. Ja, sie glauben, dass es gut wäre für ihre Entwicklung und die Entwicklung des Gehirns. And it's just something they enjoy doing. Und dass es ganz einfach etwas ist, was ihnen Freude macht. So, is this true? Ist das wahr? Is educational media really educational? Sind die Bildungsmedien wirklich bildend? Well, again, let's approach this from a logical perspective. Wir wollen uns auch das jetzt wieder anschauen von einer logischen Perspektive. Let's look at the benefits, let's look at the damages. Wir wollen jetzt den Nutzen und potenziellen Schaden abwägen. Will the benefits outweigh the damages? Wird der Nutzen den Schaden überbieten? Or will we find that the damages outweigh the benefits? Oder werden wir sehen, dass die Schäden den Nutzen überbieten? So let's start with a story about a school district in the United States. Und wir wollen jetzt mit einer Geschichte beginnen über eine Schule in den USA. The school district is called Kyrene School District. Dieser ganze Schulbezirk ist genannt Kyrene. They have decided to be innovative. Diese haben beschlossen, innovativ zu sein. They're thinking into the future, Sie denken in die Zukunft and they have spent a lot of money on educational technology. und sie haben schon jede Menge Geld in diese Technologie. In fact, at the time of this article writing a few years ago, they had spent $33 million on educational technology, just within this one school district. Und bis zu diesem Moment, als dieser Artikel hier erschienen ist im Jahr 2011, hatten sie bereits $33 Millionen hineingesteckt. And they had another $70 million on the budget to spend on educational technology. Und da waren weitere $70 Millionen im Budget, verfügbar im Budget, um darin zu investieren. So,
if anywhere should be seeing some gains from educational technology, it should be this school district. Also wenn es irgendwo möglich ist, einen Nutzen zu sehen, dann sollte das nicht sein in diesem Schulbezirk oder ja. They have every imaginable gadget available, electronic gadget, to help children learn well. Und so haben Sie dort jedes nur denkbare Gerät zur Verfügung, das den Kindern dann helfen soll, gut zu lernen. So, how's it going for them? Und wir wollen uns jetzt anschauen, wie das für Sie läuft. Well, since 2005, so that's the date that they started with the educational media. Also seit 2005, das war der Beginn, dass Sie damit starteten mit diesem Projekt. Scores in reading and math have stagnated. They've stayed the same here. Und seitdem stagnieren die Ergebnisse beim Lesen und in der Mathematik. Even as statewide scores have risen. Und das, obwohl im gesamten Bundesstaat die Ergebnisse angestiegen sind. So everywhere around them, the scores are going up. Their scores, they're staying the same. Also überall rundherum gehen die Ergebnisse nach oben, aber ihre stagnieren. They asked the superintendent of the school district. Und so fragten sie den Inspektor, den Schulinspektor. They said, well, what do you think? Has it been worth all the money you've spent? Und sie fragten ihn, was denkst du? Ist es das wert gewesen, hier dieses ganze Geld hineinzustecken? He said, und er sagte, mein Bauchgefühl sagt mir zwar, dass wir Wachstum haben, wir brauchen aber noch gültige Messinstrumente, die wir derzeit nicht haben. Now, I'm not a business person. Und ich bin jetzt kein Geschäftsmann. But I'm pretty sure my gut is telling me is a bad reason to spend $70 million. Aber ich bin mir sicher, dass das Argument, mein Bauch sagt mir, zu wenig ist, um $70 Millionen für etwas auszugeben. So, this isn't just one isolated school district though. In fact, we see this trend all over the world. Und das ist jetzt nicht nur eine isolierte Schule, ein Schulbezirk. Wir sehen dieses Phänomen auf der ganzen Welt. They did a study. Und so machten sie eine Studie. A study of that cost $10 million. Und diese Studie kostete $10 Millionen. Go ahead. Und diese $10 Millionen teure Studie von 15 Lernsoftwareprodukten für Bildungszwecke ist die bisher umfassendste bundesweite Untersuchung, die Methoden verfolgt, die das US-Unterrichtsministerium als wissenschaftlich seriös erachtet. This was a solid, well done study that they conducted. Und das war eine solide, gut gemachte Studie, die sie hier gemacht haben. They looked at many different educational technology aspects and components. Und darin schauten sie sich viele technologische Aspekte, Komponenten an. Und so war es hier die erste Schulstufe bei Leseanfängern. Sie schauten auf die vierte Schulstufe, wo es um das Leseverständnis ging. Sechste Schulstufe, Algebra-Vorstufe und neunte Schulstufe, Algebra. And they looked at all the main educational software companies that were currently in use. Und hier auf der rechten Seite sehen wir alle diese großen Firmen oder Entwickler, die hierin involviert sind. So again, just a very big study, very expensive study, well done. They looked at all the options out there and they wanted to see whether it was benefiting the students. Und so wir sehen hier, das war eine wirklich gut gemachte, groß angelegte Studie, wo es darum ging, zu untersuchen, ob diese Nutzen wirklich, wie sich das wirklich verhält. What did they find? Und was fanden die heraus? Here's a quote from the study. Aus dieser Studie lesen wir: keine Unterschiede in der schulischen Leistung zwischen Schülern, die im Unterricht diese Technologie benutzen, und jenen, die mit anderen Methoden arbeiten. No advantage. Keine Vorteile. Now, here they are comparing, in this study, In dieser Studie werden wir nun verglichen. They're comparing regular school classrooms with classrooms that have implemented educational technology. Und hier wird also regulärer Schulunterricht
untersucht oder gegenübergestellt mit dem, wo jetzt diese Technologien eingesetzt werden. And they found no advantage to the educational technology. Und sie fanden hier keine Vorteile gegenüber diesen Technologien. However, if we were to add a third category, Und wie auch immer, wenn wir jetzt hier eine dritte Kategorie hinzufügen würden, we could find some advantages. dann könnten wir einige Vorteile finden. So, the most common argument given, well, no, okay, let me say it this way. Most teachers know that to improve education, if they had more teachers in the classroom, they would do a lot better. Und so wissen viele Lehrer, dass für die Entwicklung oder für die qualitative Entwicklung im Klassenraum es sinnvoll wäre, mehrere Lehrer im Klassenraum zu haben. If you have one teacher for every 5 students, you'll do a whole lot better than one teacher for every 20 students. Und so wäre da ein Lehrer für 5 Schüler, dann wäre das viel besser als ein Lehrer für 20 Schüler. But why can't they hire more teachers? Aber warum können sie nicht mehr Lehrer anstellen? No money. Kein Geld dafür. But we're spending millions of dollars on educational technology. Aber hier drüben investieren wir Millionen von Dollar in diese bildenden Medien. What if we take that same amount of money and hire more teachers? Was wäre, wenn wir diese selbe Summe nehmen und dafür mehr Lehrer anstellen? If we did that and then did a study, Wenn wir das tun würden und danach eine Studie machen, we would find that there was a very big difference. dann würden wir herausfinden, dass es hier einen großen Unterschied gibt. We would find that those schools which had just a few students for every teacher did far better than the ones who had an iPad for every student. Dort würden wir nämlich sehen, dass diese Schulen, wo es einen Lehrer für nur wenige Kinder gibt, sehr viel bessere Ergebnisse zustande kommen würden, als dort, wo Technologien eingesetzt werden, anstatt einem Lehrer. They did another study. Da gibt es eine weitere Studie und sie sagt, eine zusammenfassende Bewertung der Forschungsergebnisse über Online-Kurse durch das Bildungsministerium aus dem Jahr 2009. Kurse, die mehr als 1 Million Schüler absolvierten, ergab, dass Entscheidungsträger keine wissenschaftlichen Beweise für deren Effektivität haben. Vieles an Lernsoftware bietet keinen Vorteil gegenüber Schulbüchern. Again, no evidence showing a benefit. Und wieder, hier gibt es keinen Beweis für einen Nutzen. A professor at Stanford University put it very clearly. Und ein Professor von der Stanford Universität sagte es so: Es gibt einen Mangel an Beweisen für die Sinnhaftigkeit, Geld für solche Zwecke auszugeben. Es gibt kein Beweismaterial, das eine bestimmte Trendlinie anzeigt. There's just no evidence. Es gibt hier keine Beweise. Up until now, Bis jetzt we don't have a single study that has shown a long-term benefit from educational media. It doesn't exist. Bis jetzt haben wir keine einzige Studie, die tatsächlich einen Langzeiterfolg aufzeigen könnte. Es gibt sie einfach nicht. Now you may be saying, but I've heard studies that show it benefits learning. Oh, yes. Educational media benefits learning. Und jetzt magst du vielleicht sagen, ich habe aber davon gehört, dass es eine Studie gibt, die diese Nutzen propagieren. Yes, Ja, short-term studies. da gibt es Kurzzeitstudien. It works like this. Und das arbeitet wie folgt. You have a regular classroom. Du hast hier einen regulären Schulunterricht All the students are bored. und all die Schüler sind gelangweilt. You have an educational software company that convinces a school to purchase educational media. Und du hast hier auf der anderen Seite einen Entwickler für diese bildenden Medien, die Schüler dazu anregen, sie zu benutzen. And now all the students are interested in something new and exciting. Und jetzt plötzlich sind all die Schüler interessiert, weil es spannend ist. And now they're paying attention more and the test scores go up a little bit. Mhm. Und jetzt bringen sie plötzlich die Aufmerksamkeit auf, und die Ergebnisse steigen. You do that study for a few months Und diese Studie macht man nun für ein paar Monate and you say, hey, look, the test scores are going up. Educational media is a benefit. und du siehst oder sie sehen, dass
dass in dieser kurzen Zeit die Testergebnisse nach oben gehen und damit wird, was sie zugrunde legen, dass sie hilfreich sind. But once the excitement wears off, Aber wenn dann erstmal die Aufregung darüber sich senkt, then you don't see the benefits anymore. dann gibt es plötzlich auch keine Nutzen mehr. So anytime we've done a long-term study, we have not found any benefits. Und jedes Mal, wenn hier irgendeine Langzeitstudie gemacht wurde, dann zeigt es sich, dann wurden keine Nutzen gefunden. Now let me introduce you to someone else. His name is Tom van der Ark. Und ich möchte euch jetzt noch jemand anderen vorstellen. He used to work for the Bill and Melinda Gates Foundation. Und dieser Mann, Tom Tom van der Ark. Okay, Tom van der Ark, er arbeitete für die Bill und Melinda Gates Stiftung. Now he's an educator. He's an investor in educational media. Und er ist jetzt ein Investor in bildende Medien. So if you're investing in something, Und nun ist es so, wenn du in etwas investierst, a lot of money, und zwar millions of dollars. viel Geld, hier geht es um Millionen von Dollar. Let's say it was, I don't know, Volkswagen. That's a common car for you here. You're investing in Volkswagen. Okay, also lasst uns annehmen, wir investieren jetzt in Volkswagen. Now someone comes to you one day and says, hey, what do you think about Volkswagen cars? Are they good cars? Und denk jetzt mal, oder denkt ihr jetzt, es kommt jemand und fragt dich, was denkst du über VW-Autos? Glaubst du, die sind gut? Yeah. Are What do you think about that? Yeah, I think they're good. Wie denkst du darüber? Denkst du, die sind gut? Now, are you going to say, no, they're terrible cars, don't buy them? Würdest du dann vielleicht sagen, nein, die sind schrecklich, kauf die bloß nicht? No, you're going to say every good point about the Volkswagen you can imagine. Nein, das wirst du vermutlich nicht tun. Du wirst eher jeden nur denkbaren Punkt aufführen, der Because dafür spricht. the more Volkswagen cars that sell, the more money you make. Denn je mehr Volkswagen jetzt verkauft werden, umso mehr Geld machst du daraus. So, they asked this man, who's investing millions of dollars in educational media, Und so fragten sie diesen Mann, der jetzt viele Millionen Dollar hier investierte in diese Bildungsmedien, he has a very good reason to come up with benefits for educational media. der einen sehr guten Grund dafür hat, hier mit guten Ergebnissen oder gute Ergebnisse aufwarten zu können. Here's what he said. Und das ist, was er sagt. Die Datenlage ist recht dürftig und es ist sehr schwierig zu argumentieren, wenn wir mit überzeugenden Daten aufwarten sollen. That's the best he could come up with. Aha, das ist das Beste, was er vorzubringen hat. So, Naja, how's our scale? Well, wie sieht es aus auf unserer Lage? kind of just how we started. Right now, we're not finding any benefits. Womöglich sind wir immer noch hier, wo wir gestartet haben heute. Immer noch keine Nutzen. But what are some of the benefits usually named for educational media? Aber welche sind nun einige von den Nutzen, die immer gern genannt werden für Well, Bildungsmedien? the first one they say is it's mobile and convenient. Die erste, die genannt wird, ist, sie sind mobil und praktisch. By the way, books are mobile and convenient also. Und nur nebenbei, das sind Bücher genauso. And books don't get a flat battery either, dead battery. You don't have to plug the book in. Okay. Und bei Büchern ist es nebenbei so, dass dir die Batterie dabei nicht ausgeht. They say it's fun. Sie sagen, es macht Spaß. Okay, but technology isn't the only fun way to learn. Das mag sein, aber die Technologien sind nicht die einzige Möglichkeit, die Spaß machen kann, um zu lernen. And just because it's fun doesn't mean that it's good. Und nur weil es Spaß macht, das heißt nicht, dass sie auch gleichzeitig gut sind. They say there's social benefits. Sie sagen, sie bringen soziale Beziehungen. What kind of social connection do we want though? Do we want a virtual social connection on Facebook? Und welche Arten von sozialen Beziehungen oder Kommunikation wünschen wir uns? Solche auf Facebook? Or do we want a real physical social connection with students working on a project together? Oder wollen wir vielmehr echte soziale Beziehungen, wo Schüler, Studenten sich in einem Projekt miteinander zusammensetzen? They say it helps visual learners. It helps students visualize the content better. Sie sagen, es hilft visuellen Lerntypen und erleichtert es Schülern, sich Lerninhalte besser vorzustellen. Very true. It definitely does.
Das ist richtig, das tut's. But again, is that the only way? Aber wieder stellt sich die Frage, ist das der einzige Weg, um das zu erreichen? What did teachers do before the media was invented? Und was haben Lehrer gemacht, bevor es all diese Medien überhaupt gab? Well, they had pictures, Ja, sie hatten Bilder, and blackboards, Blackboards, and Tafeln, maps. Mappen, Karten. They also say it captures the attention. Und sie sagen, es fesselt die Aufmerksamkeit. That it definitely does. Und das tut es definitiv. And that's the real problem, actually, which we'll get to in a minute. Und genau hier sehen wir aber das wirkliche Problem. Das wollen wir uns gleich dann anschauen. And they say it prepares kids for the future. Und sie sagen, es bereitet Kinder auf die Zukunft vor. Well, maybe it does, or maybe it doesn't. We don't know what the future is. Das kann jetzt sein, dass es stimmt oder auch nicht, denn wir wissen ja nicht, welches die Zukunft ist. No, we don't know what the future is. Wir wissen jetzt nicht, was die Zukunft bringt. So really, there's not any significant benefits in this list. Also wir sehen jetzt hier keine wirklich ehrlichen Nutzen in dieser Liste. Thank you. But again, let's take a few minutes though to consider some of the damages. Und wir wollen uns jetzt ein paar Minuten den möglichen Schäden widmen. Our first one that we'll consider is attention deficits. Und den ersten, den wir uns hier jetzt anschauen wollen, sind Aufmerksamkeitsdefizite. Attention deficit disorders have dramatically risen in recent years. Und diese Aufmerksamkeitsstörungen sind in den letzten Jahren drastisch explodiert. But in fact, the statistics show that the increase in media use directly parallels the increase in attention deficit disorders, leading us to believe there must be a connection. Und tatsächlich ist es so, dass uns die Statistiken zeigen, dass hier der Medienkonsum eigentlich genauso hoch ist, wie die Statistiken uns zeigen, dass es die Aufmerksamkeitsstörungen gibt. So, what is attention? So fragt sich nun, was ist Aufmerksamkeit? If we turn to the dictionary, we'll find this definition. Im Duden werden wir sehen, die geistige Konzentration auf eine einzige Sache oder einen Gedanken. Notice a single object or thought. Und wir sehen hier, es geht um eine einzige Sache oder einen Gedanken. Is media a single object or thought, though? Sind die Medien jetzt eine einzige Sache oder ein Gedanke? It's not, it's many. That's how it holds the attention. One thing after another after another. Okay. Das ist es nicht. Genau genommen sind es sehr viele. Bei den Medien kommt eins nach dem anderen. And the most significant link we find in the connection between media use and attention deficit disorders Und der eindringlichste Beweis dafür, dass wir sehen, dass wir hier eine Verbindung sehen zwischen dem Medienkonsum und diesen Aufmerksamkeitsstörungen, ist der, is the fact that it is designed to hold their attention. dass es dazu entworfen ist, um die Aufmerksamkeit gefangen zu nehmen. It is engineered to hold a child's attention, to hypnotize them. We talked about that on Sunday. Es ist so gemacht, so konstruiert, damit es die Aufmerksamkeit eines Kindes fesselt. The problem is it holds their attention so well that when they don't have something to hold their attention so well, they can't pay attention. Das Problem ist nur dass es die Aufmerksamkeit so sehr festhält oder so sehr fesselt von den Kindern, dass dann, wenn es etwas nicht gibt, das ihre Aufmerksamkeit fasst, sie Probleme damit haben. Und so steht hier, vieles an früher Entwicklung physischer und mentaler Fähigkeiten und deren Grundlagen im Gehirn kommt vom Experimentieren und dem Lösen von Problemen mit echten, greifbaren Materialien. What kind of materials? Welche Art von Materialien? Real world materials. Echtzeitmaterialien. Something tangible, feelable, holdable. Es geht hier um greifbare Materialien, etwas, das wir halten können, das wir fühlen können.
Und die Langzeitfolgen davon, wenn man die Aufmerksamkeit von Kindern auf unnatürliche Weise erzwingt, sind möglicherweise viel ernster als bisher angenommen. Forcing their attention. Also ihre Aufmerksamkeit zu erzwingen. In other words, the child is not the one holding their attention. In anderen Worten ist es so, es ist nicht das Kind, das seine Aufmerksamkeit hält. Something else is holding their attention for them. Es ist vielmehr so, dass etwas anderes ihre Aufmerksamkeit für sie hält. Do you see where this is going? Are you following so far? Yes. Sehen wir jetzt, wohin das führt? Okay. Studien haben gezeigt, dass der erfolgreichste Weg, um die Aufmerksamkeit der Zuseher auf ihre Botschaften zu lenken, der ist, sich die instinktiven Reaktionen des Gehirns auf Gefahrenmomente zunutze zu machen. Okay. Now, what are the brain's instinctive responses to danger? Gut, welche sind die instinktiven, unwillkürlichen Effekte des Gehirns auf eine drohende Gefahr? They're the things that we talked about on Sunday. Remember the mouse running across the wall? Das sind die Dinge, über die wir am Sonntag gesprochen haben. Erinnert ihr euch? Da war die Maus, die hier entlang lag. Quick movements, sudden noises, and bright colors. Schnelle Bewegungen, plötzlicher Lärm und Farben, grelle Farben. So the best way to get a viewer to pay attention is have media that triggers those responses in the brain, forcing you to pay attention. Also der beste Nutzen, den die Medien ziehen können, ist es genau diese Effekte hier einzufügen, damit sie die Aufmerksamkeit des Zusehers fesseln oder packen. Und so ist es, dass plötzliche Nahaufnahmen, Schwenks und Zooms sind sehr wirksam, das Gehirn in einen Alarmmodus zu versetzen, weil sie das Reflexbedürfnis des Gehirns, sich einen berechenbaren persönlichen Freiraum zu bewahren, nicht respektieren. Hervorstechende Merkmale wie leuchtende Farben, schnelle Bewegungen oder plötzliche Geräusche erregen schnell die Aufmerksamkeit, weil das Gehirn programmiert ist, extrem empfindlich zu reagieren auf Veränderungen, die mögliche Gefahren signalisieren. They program the media to trigger the responses in the brain because we're engineered that way. Sie programmieren also die Medien, um genau auf diese Reize abzuziehen, weil wir so geschaffen sind, so zu reagieren. Und die meisten Kinderprogramme sind mit der Absicht konzipiert, aus diesen unwillkürlichen Reaktionen Kapital zu schlagen. What kind of response? Welche Arten von Antworten? Welche Arten von? Involuntary. Unwillkürliche. In other words, the child is not choosing to pay attention. Something else chose to make them pay attention. Das heißt, das Kind hat nicht gewählt oder hat sich nicht dazu entschieden, Aufmerksamkeit zu schenken, sondern etwas anderes fasst die Aufmerksamkeit, packt die Aufmerksamkeit. So what's the problem with that? Welches Problem sehen wir jetzt hier? Here's where we get to the connection to attention deficit disorders. Hier sehen wir die Verbindung zu diesen Aufmerksamkeitsstörungen. Und wenn Kinder konditioniert werden, zuzulassen, dass etwas anderes ihre Aufmerksamkeit fesselt, verlieren sie die Kontrolle über ihre eigene Aufmerksamkeit. Sie verlieren die Fähigkeit, ihre Aufmerksamkeit selber zu steuern. If you don't remember anything else from this presentation, I want you to remember this. Und solltet ihr euch heute von dieser Präsentation nichts anderes merken, dann wünsche ich mir, dass ihr euch das hier merkt. We force children constantly to hold their attention. Wir bringen Kinder jetzt ständig dazu, ihre Aufmerksamkeit aufmerksam zu sein. Yeah, forcing them to pay. So when we place them in an environment where they don't have the media forcing them to pay attention, they can't pay attention. And we say, oh, the child has an attention deficit disorder. Und wenn wir sie nun in ein Umfeld bringen, wo diese Aufmerksamkeit nicht gefordert wird, dann sagen wir danach, schau her, unsere Kinder haben Aufmerksamkeitsprobleme. But what does this have to do with educational media? Aber wie hängt das nun mit diesen bildenden Medien zusammen? Well,
children become accustomed to this and they start losing the ability to pay attention. Nun, die Kinder beginnen, to become accustomed with it. One more. Yeah, they become accustomed to something else holding their attention and being so interesting. Ja, also die Kinder gewöhnen sich daran, dass etwas anderes ihre Aufmerksamkeit fesselt. As they get used to this, pretty soon study is no longer interesting. Und so kommt es schnell, dass sobald sie mit den Medien in Kontakt kommen, alles andere langweilig wird. Und hier lesen wir, in den letzten 50 Jahren haben wir Plattformen entwickelt, auf denen wir Dinge nicht in Echtzeit präsentieren. Wird das Gehirn konditioniert, sich auf ein hohes Maß an Input zu gewöhnen, besteht die Chance, dass die Realität einfach langweilig wird. What is surreal time? Was ist surreale Zeit? What that was translated as. Reality in Surreal time. In German it's Echtzeit. Okay. Surreal ist nicht Echtzeit. Ist nicht in Echtzeit. Okay. So the question is, what is surreal? What is surreal? That's what they should say. What is In which you present things in surreal time. It's not real. It's not real. Ja, hier. Es ist nicht in Echtzeit. Okay. Except, Yeah. So, let me give an example of this. Lasst mich euch ein Beispiel davon geben. Did you ever watch Mr. Rogers here in Austria? Have you heard of that? Kennt ihr Mr. Rogers? Okay. Habt das jemand von euch gesehen? This was a children's television program we had a long time ago. I don't know, maybe in the 80s. Das war ein Kinderprogramm, das wir vor langer Zeit hatten, vielleicht in den 80ern. Nowadays, children would not watch it because it was way too boring. In fact, adults would not watch it because it's too boring. Das würden Kinder heute sicherlich nicht mehr anschauen, weil sie es zu langweilig erachten würden. But what Mr. Rogers would do is, on his program, everything happened just in the same amount of time that it would happen in real life. Aber was dort damit bei diesem Mr. Rogers zu sehen war oder passiert war, ist, He would do the video program, and it took the same amount of time that it would have taken in real life. So, hat also dieses Videoprogramm, Die Handlungen in dem Film Ja. waren genauso lang wie die Handlungen in der realen Leben. okay, also die Handlungen in dem Film waren genauso lange wie die Handlungen in Echtzeit oder im realen Leben. so, for example, I remember one where he went to a restaurant. Und ich erinnere mich dann an ein Beispiel, als er in ein Restaurant ging. And so he was holding a conversation with the camera, Und so war da eine Unterhaltung, Konversation mit der Kamera. and it's following him as he walks up to the restaurant door. Und sie ist ihm gefolgt, als er hier zum Restaurant hineinging. He opens the door and you follow him into the restaurant. Und er öffnet die Tür und geht hinein. Sie gehen hinein in das Restaurant. And he goes and he sits down at the table. Und er setzt sich auf einen Tisch, He looks at the menu. schaut sich die Karte an. He talks to the waiter. He orders his food. Er spricht mit dem Kellner und bestellt sein Essen. And then you have to wait for the food to come, right? Und dann heißt es warten, bis das Essen He kommt. did. On video. Und das hat er getan, im Video. He held a conversation with the camera and he just talked to, hey kids, so this is the way it works. And he just holds a conversation about the day. Und so hat er nun mit der Kamera eine Konversation begonnen und gesagt, schau Kinder, so ist das, wie es läuft. Und das den ganzen Tag lang. And then the food came and he had his meal and it was just as it happened in real life. Und dann kam das Essen und ja, alles war genauso, wie es in Echtzeit wirklich läuft. Now, would that happen now on a children's TV program? Würde das heute im Kinderprogramm so passieren? No. Here's how it would work today. Hier ist es, so läuft das heute. You'd see one quick shot of Mr. Rogers walking to the restaurant. Du siehst einen kurzen Blick, wie Mr. Rogers ins Restaurant geht. You'd see the door slam. Die Tür wird zugeschmissen. He'd sit down. Er setzt sich hin. You'd see the waiter. Du siehst den Kellner, die Kellnerin. And 2 seconds later, he'd have his meal. Und 2 Sekunden später hat er sein Essen. Really, in 10 seconds, it could have done the whole process. Wirklich, hier gibt es in 10 Sekunden, kannst du den ganzen Prozess haben. That's what it means, surreal time. It's faster than reality. Und das ist es, was es bedeutet, das ist, was die Nicht-Echtzeit bedeutet. Es ist schneller als die Echtzeit.
And so what this, by the way, Dr. Dimitri Kostakis, the author of this here, is one of the top researchers on children's media use. He works at the Seattle Children's Hospital. Und dieser Dr. Dimitri Christakis ist einer der besten Forscher auf diesem Gebiet. He says, when we accustom the child's mind to be used to this fast-paced environment, then reality becomes boring. Und er sagt, wenn wir unsere Kinder daran gewöhnen, an diese schnellen Abläufe, an diese Nicht-Echtzeit-Situationen, dann geht es schnell dorthin, dass Kinder die echte Welt langweilig finden. We are also weakening the mind through this process. Wir haben außerdem unsere Gehirne in diesem Prozess geschwächt. Weil das Gehirn seine internen Verbindungen vor allem als Reaktion auf eine aktive mentale Anstrengung aufbaut. Indem wir unsere Kinder dazu bringen, ihr Gehirn auf ein Übermaß an leichtem Videovergnügen zu gewöhnen, riskieren wir mit großer Wahrscheinlichkeit eine Schwächung ihrer geistigen Fähigkeiten. Und was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass es das herabsetzt, was wir Vigilanz nennen, welches die Fähigkeit ist, sich aktiv auf eine Aufgabe konzentriert zu bleiben. Wenn Sie sich temporeiche Programme anschauen und wir Ihnen dann Aufgaben geben, wie zum Beispiel etwas zu lesen oder schwierige Rätsel zu lösen, dann wird Ihre Fähigkeit, bei der Sache zu bleiben, beeinträchtigt. Sie sind nicht so willig, sich ausdauernd mit der Aufgabe zu beschäftigen. Dr. Jennings Bryant, Und Dr. Jennings Bryant, he has served on the Research and Planning Committee for Children's Educational Media Programs. hat Forschungen gemacht, Research and Planning Committees. Forschungen mit der Er war im Forschungsausschuss über die Medien. He's the one helping design the software and media. Und er ist derjenige, der dabei hilft, diese Medien zu produzieren, sie zu designen. And yet, even he is saying, yeah, it's damaging children's ability to focus. Und selbst er sagt, ja, es stimmt, sie schädigen die Fähigkeit der Kinder, sich zu fokussieren oder die Aufmerksamkeit. One more scientific quote here. Noch eine. Im Wesentlichen bedeutet das, wenn es darum geht, Elektronik als Mittel zur Beschäftigung oder Belohnung zu verwenden, dann funktioniert das so lange, bis es nicht mehr funktioniert. Nur allzu bald erhebt eine Regulierungsstörung ihr hässliches Haupt und immer mehr Reize werden notwendig, um sich zu konzentrieren. Ident mit Mechanismen bei Drogenabhängigkeit. Wenn Kinder Aktivitäten abseits des Bildschirms als langweilig bezeichnen, dann sollte das für Eltern und Lehrer ein Alarmsignal sein. Das Kind hat sich an ein unnatürliches Maß an Stimulation gewöhnt. Have you heard your child complain that something is boring? Habt ihr das schon mal gehört? Habt ihr schon mal von einem Kind gehört, das ist langweilig? That's a good indicator they're using too much media. Das ist ein guter Indikator dafür, dass sie zu viel von den Medien sehen. Let me also mention games. Wir wollen uns außerdem Spiele anschauen. Games are engineered with one very important thing in mind. Diese Spiele sind dazu konzipiert, mit einem wichtigen Gedanken dahinter konzipiert. They're designed to have immediate and continual reinforcement. Sie sind so gemacht für eine kontinuierlich ablaufende, für eine sofortige und ständige Bestärkung oder Belohnung. In other words, you see results right now. In anderen Worten, es ist sofort ein Resultat zu sehen. When you click, Du drückst, when you push, when you move, when you do something, something happens immediately. wenn du dich bewegst, wenn du ziehst, es passiert sofort etwas. And that is not real life. Das ist aber so nicht im echten Leben. You don't always get immediate results in real life. Im echten Leben bekommst du nicht immer direkt gleich Ergebnisse geliefert. And again, as we condition them to this, pretty soon real life gets boring. Und nochmal, wenn wir sie dazu konditionieren, wird das echte Leben sehr bald langweilig. But there's another problem. Es gibt aber noch ein anderes Problem. Even if it's true that we're getting kids to focus on something educational, Wenn es auch richtig ist, dass wir Kinder dazu bringen, sich auf etwas zu fokussieren, children often begin to focus on getting the reward rather than what they're supposed to be learning. dann ist es sehr oft so, dass Kinder sich auf die
Belohnung beginnen zu konzentrieren, als vielmehr auf die Aufgabe. See, that's how most educational media is designed. There's a reward, there's some little treat that they get as a result of playing this game. Und genauso sind die meisten von diesen Bildungsmedien gemacht, dass sie dir eine Belohnung anbieten. Yeah. Again, Dr. Bryant, who has designed a lot of educational software, or helped with the design. Und wieder haben wir hier diesen Dr. Bryant, der dabei geholfen hat, vieles von dem zu entwickeln. We worked so hard to grab the child's attention that sometimes I'm afraid we forgot the learning. Und er sagt, wir arbeiten so hart daran, die Aufmerksamkeit des Kindes zu bekommen, dass wir manchmal, so befürchte ich, auf das Lernen vergessen haben. We want to keep the child focused, but we forgot about what they're supposed to be learning in the process. Wir haben wohl ein Kind geschaffen, das so darin bestärkt wurde, auf die Erregung oder die Belohnung abzuzielen, dass das Lernen im Grunde sekundär war. And I couldn't agree more. As I see children interacting with educational media, it's plain to see that their main motivation is the excitement and the rewards of the environment. Und ich kann dem nur voll und ganz zustimmen, dass je mehr wir sehen, dass die Kinder sich hier involvieren in diese Medien, the more umso mehr werden sie auf die Belohnung achten. Okay. I remember an educational computer program that my grandmother had. Und ich erinnere mich hier an so ein Spiel, das meine Großmutter hatte. My grandmother was a teacher. Und sie war eine Lehrerin. And when I was a child, she let me play this educational game on her computer. Und als ich ein Kind war, da hat sie mich dieses Lehrspiel hier spielen lassen. Auf ihrem Computer. This was in the 90s, early 90s. Und das war in den frühen 90er. And it would not have been considered very exciting today. It was very boring compared to today's standards. Was nach heutigen, und dieses Spiel würde nach heutigen Standards als nicht sehr aufregend gelten. But I was thinking about this game as I was preparing this presentation. Aber als ich diese Präsentation vorbereitete, dachte ich an dieses Spiel. Or not the game, the educational media program. Also nicht an das Spiel, sondern das Programm. Yeah. And as I thought about it, I cannot remember what it was that I was supposed to be learning. Und als ich darüber nachdachte, konnte ich mich nicht daran erinnern, was es eigentlich Lehrreiches bringen sollte. I don't remember the subject. Ich kann mich nicht an das Thema erinnern. Probably math, but I don't really know. Das war vielleicht Mathematik, aber ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. But, you know what I do remember? Aber es gibt eine Sache, auf die ich mich erinnere. I remember that if I got enough right answers, Ich erinnere mich daran, dass wenn ich genügend richtige Antworten I got to play a game. bekam, dann bekam ich ein Spiel. And it was a silly little game where I got to help a mouse get the cheese and not get hit by a swinging pendulum clock. Das war tatsächlich ein kleines, dummes Spiel, wo es darum ging, eine Maus den Käse bekommt. I remember the game very, very well. Und ich erinnere mich an dieses Spiel wirklich sehr genau und gut. But I don't remember what I was supposed to be learning. Aber ich weiß nicht mehr, was ich hier eigentlich lernen sollte. You know, when you think about it from my grandmother's perspective, Und wenn ich jetzt aus der Perspektive meiner Großmutter denke, you know, the more right answers I got, the more time I got to play the game. dann war das so, dass je mehr richtige Antworten ich bekam, oder je mehr richtige Antworten ich erhielt, umso mehr durfte ich dieses Spiel spielen. So as she's watching, she's thinking, oh, look how much he's learning. He's getting all these right answers. Und als sie dann nun zuschaut dabei, da sagte sie sich, schau, wie viel der lernt. Er sitzt die ganze Zeit dabei. And I was getting a lot of right answers because I wanted to play that game. Und das war richtig, ich war wirklich dahinter, hier viele richtige Antworten zu bekommen, aber nur um das Spiel zu spielen. But it didn't help any with my long-term learning. In Wirklichkeit hat mir das aber nicht dabei geholfen, für später etwas zu lernen. There are many, many more studies that we could look at. Es gäbe daher noch viele weitere Studien, die wir uns anschauen Just können. mention a few here. 69%. Go ahead.
Hier sehen wir, 69% berichten von einer statistisch signifikanten Beziehung zwischen erhöhtem Medienkonsum und ADHS und anderen Aufmerksamkeitsstörungen. That's according to the Common Sense Media Foundation. Das hier kommt von der Medienassoziation. The Journal of Pediatric Psychology. Wir haben hier ein Journal der Kinderpädiatrie, Kinderpsychologie, Pädiatrie. Sie sagt, Studien liefern klare Hinweise auf eine Verbindung zwischen Fernsehen und Berichten von Verhaltensauffälligkeiten im Zusammenhang mit ADHS. The American Academy of Pediatrics Sagt, Fernsehen und Videospiele werden gleichermaßen in Verbindung gebracht mit einem Anstieg späterer Aufmerksamkeitsprobleme in der Kindheit. Dr. Dimitri Kostakis. Kinder unter 5 Jahren, die 2 Stunden pro Tag Fernsehen, hatten im Schulalter ein 20% höheres Risiko an Aufmerksamkeitsdefiziten zu leiden als jene Kinder, die nicht Fernsehen. A study published in Everyday Health. Eine vor kurzem durchgeführte Studie untersuchte während 13 Monaten die Fernsehgewohnheiten von 1323 Kindern in der 3., 4. und 5. Schulstufe, wo sich herausstellte, dass Kinder, die pro Tag mehr als 2 Stunden vor dem Bildschirm verbrachten, ein 1,6 bis 2,1 Mal höheres Risiko für Aufmerksamkeitsstörungen hatten. Psychology Today. Psychologie heute. Sanne Nickelen und ihre Kollegen von der Universität in Amsterdam verglichen die Ergebnisse von 50 Studien miteinander und stellten dabei eine deutliche Korrelation zwischen dem Medienkonsum und den Indikatoren für ADHS inklusive Aufmerksamkeitsproblemen, Hyperaktivität und gesteigerte Impulsivität fest. Don't let anyone tell you that there's no connection between media and attention deficit disorders. Lasst euch von niemandem erzählen, dass es hier keine Verbindung geben würde zwischen dem Konsum der Medien und den Aufmerksamkeitsstörungen. We're talking hundreds of studies that have been done, and they are all saying there are connections between media and attention deficit disorders. Wir könnten uns hier hunderte weitere Studien ansehen, die genau das sagen, dass es hier eine ganz klare, eindeutige Verbindung gibt. As Herman Maurer put it very well, Und Hermann Maurer hat es so gesagt, wir bewegen uns auf ein globales Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom zu. we're headed that direction. So, Es geht in diese Richtung. let's look at our second point, Und jetzt wollen wir weitergehen zu unserem zweiten Punkt. digital dementia. Digitale Demenz. Have you ever heard of dementia? Habt ihr schon einmal von Demenz gehört? Yeah, okay. What age does dementia usually come? In welchem Alter kommt diese Demenz im Regelfall? Old age, right, yeah. Im Alter. However, we are now Wie auch immer. seeing dementia in another form. It's called digital dementia. Wie auch immer, wir sehen Demenz heute in einer anderen Form und sie wird digitale Demenz genannt. And actually, the full name is early onset digital dementia. So it comes early in life. Und in Wirklichkeit, oder genau genommen, heißt sie frühe digitale Demenz. Das heißt, sie kommt im frühen Alter. And it's hitting people in their late teens. Und sie trifft junge Leute heute in ihrer späten Jugend. In ihrer Jugend. Ne? Kinder. Ältere Teenager. Okay, das liegt also ältere Teenager. So this first came to our attention in South Korea. Und zuerst ist uns das aufgefallen in Südkorea. South Korea has the highest smartphone ownership of any country in the world. In Südkorea hat die höchste Anzahl an Mobiltelefonen weltweit. South Korea uses more technology than any country in the world, and they've been using it for a long time. In Südkorea benutzen sie die meisten Medien und das schon seit langer Zeit. And doctors have recently started noticing problems. Und Forscher und Doktoren haben hier festgestellt, oder Doktoren haben hier gesehen, dass das Probleme mit sich bringt. Now, Ärzte. they started finding Und so fanden sie heraus, eine Verschlechterung der kognitiven Fähigkeiten, die häufiger bei Leuten zu beobachten ist, die eine Kopfverletzung erlitten haben oder an einer psychischen Erkrankung leiden.
So we have people that have a head injury or a psychiatric disorder. Wir haben hier jetzt also Menschen mit einer Kopfverletzung oder mit psychischen Problemen. And they have changes in their brain. Und die haben hier Veränderungen in ihrem Gehirn. Damage to their brain, we should say. Und genau genommen Schäden im Gehirn. And then we're finding perfectly normal people with the same symptoms. Und dann sehen wir hier normale Menschen mit denselben Symptomen. And we're finding about 15% of the population with these symptoms. Genau genommen finden wir 15% der Population mit diesen Symptomen. And it's not just in South Korea. Und das ist nicht nur in Südkorea so. They did a study in California. Es gibt auch so eine Studie aus Kalifornien. And they found it was 14%. Und dort fanden sie heraus, dass es 14% waren. Eine UCLA-Studie aus Kalifornien hat gezeigt, dass etwa 14% von jungen Menschen im Alter zwischen 18 und 39 Jahren über Gedächtnisprobleme klagten. Und Individuen, die sich von diesen Technologien sehr abhängig machen, können eine Verschlechterung der Hirnleistung erleiden, wie zum Beispiel eine Funktionsstörung des Kurzzeitgedächtnisses. This is actual changes in the brain that are just like dementia. Das sind tatsächliche Veränderungen im Gehirn, wie eben dieser Demenz. But what's the connection? Why is this happening? Aber wo ist hier die Verbindung? Warum passiert das? Well, there's different reasons for it, Dafür gibt es verschiedene Gründe, but at its most basic level, it's very simple. aber im Grunde genommen ist es recht einfach. Zeit, die am Computer und mit dem Versenden von SMS-Nachrichten verbracht wird, hindert Menschen daran, sich zu konzentrieren und sich Informationen einzuprägen. Viele Kinder prägen sich nichts mehr ein, weil sie es ja einfach googeln können. Right? Ist das richtig? Why need to remember something? You can just Google it. Warum soll man sich heute noch etwas merken? Wir können es ja einfach googeln. Why should I found an article recently. Ich habe vor kurzem einen Artikel gefunden, There's a little story, I'll read it to you here. eine kurze Geschichte, die wir jetzt lesen wollen. People have externalized much of their knowledge into the cloud and their smartphones. Menschen haben heute vieles von ihrem Wissen nach außen abgegeben in ihre Smartphones oder die Google Cloud, eine Google-Wolke. They do not need to remember many things, and they threaten the function of their memory. Und sie brauchen sich heute nicht mehr viel merken und so vermindern sie die Fähigkeit ihres Gehirns. Students do not even write these days. Schüler schreiben heute nicht einmal mehr. Rather, they use Google Search and copy and paste. Nein, sie benutzen heute Google Search und kopieren und einfügen. They're no longer able to read complicated text Sie sind auch nicht mehr länger fähig, noch komplizierte Texte zu lesen, because now everything is in short little messages on SMS. weil heute alles verpackt ist in kleine, kurze SMS-Nachrichten. Why should I do complicated calculations when my smartphone has a calculator? Warum sollte ich heute komplizierte Rechenaufgaben machen, wenn in meinem Smartphone gibt es doch einen Rechner? Why do I have to count the change in my money? I pay by credit card. Warum sollte ich mich noch um das Wechselgeld kümmern? Ich bezahle einfach mit der Kreditkarte. Why do I bother with spelling mistakes? I have a spell checker. Warum sollte ich mich mit Fehlern in der Aussprache auseinandersetzen, in der Rechtschreibung auseinandersetzen, wenn das doch mein Computer löst? Why do I need to remember phone numbers? Warum sollte ich mich noch an Telefonnummer erinnern? I just talk to my phone and it calls what I want it to call. Ich spreche halt nur zu meinem Telefon und es ruft an. Use your phone and you will know. I don't worry if I can't find my phone. I borrow someone else's and call it. Und ich mache mir auch keine Sorgen darüber, wenn ich mein Handy verliere. Ich frage einfach jemanden anderen, dass er mich anrufen soll. Why do I need handwriting skills? Warum brauche ich heute überhaupt noch handschriftliche Fertigkeiten? I just use a keyboard now. Ich benutze jetzt ein Keyboard. We can think of it. Why use a map? Wozu noch eine Karte benutzen?
I have an example of that from my own experience, my own life. Ich möchte jetzt aus meinem eigenen Leben hier ein Beispiel bringen. Back when I was a young person, a child, still young. Ja, als ich noch ein Kind war. Ich bin immer noch jung. I had a very good sense of direction. Hatte ich einen guten Orientierungssinn. Yeah. If I had gone somewhere one time, Wenn ich einmal irgendwo hingegangen bin, a couple of years later, I could get you the same place again. dann konnte ich ein paar Jahre später wieder denselben Platz finden. But I noticed something. Aber ich habe etwas festgestellt. Now that I have one of these, Jetzt, wo ich eines davon habe, I don't have the sense of direction I used to. habe ich diesen Orientierungssinn nicht mehr. Because I just talked to it. Hey, Google, take me to such and such a place. Ja, ich heute einfach mit diesem Ding da spreche und ihm sage, Google, bring mich dorthin. I put it on the dashboard of my car and I just watch it as it leads me to my place. I don't have to pay attention to anything. Und nun stecke ich es halt einfach im Auto vorne hin. Das führt mich. Ich brauch gar nicht mehr darüber nachdenken, wie ich wohin komme. So this whole idea of digital dementia, it's kind of a new idea, but really it's common sense. Und diese ganze Idee einer digitalen Demenz ist irgendwo eine neue Idee, but it's Common sense. What did I say? Common Oh, it's sense. common sense. at the end. Common sense, yeah. Aber es ist halt allgegenwärtig. Our third point, we're going to look at 4 points, so we'll put our third one right now. Und unser dritter Punkt ist Ungleichgewicht im Gehirn und Schädigung der rechten Hemisphäre. Now, let me just give a disclaimer here. There's still a lot of study that needs to be done in this area. Ich möchte klarstellen, dass es hier auf diesem Gebiet immer noch viel Forschung braucht. But there's a doctor in South Korea Es gibt aber einen Doktor in Südkorea, who recently published an article der in einem Artikel aufzeichnet, die übermäßige Verwendung von Smartphones und Spielekonsolen behindert eine ausgewogene Entwicklung des Gehirns. Now that by itself is pretty bad. Das alleine für sich ist ziemlich schlimm. A brain imbalance, we definitely don't want that to happen. Eine Imbalance im Gehirn, das wollen wir nicht riskieren. But there's more. Aber es gibt da noch mehr. Starke Nutzer laufen Gefahr, die linke Gehirnhälfte zu entwickeln, während die rechte ungenutzt oder unterentwickelt bleibt. Now the research is very clear that we're going to have a brain imbalance. That's well established. Die Forschung zeigt ganz eindeutig, dass wir eine Imbalance im Gehirn haben werden. What area of the brain is most damaged, though, is kind of still under debate. Aber was immer noch diskutiert wird, ist, welches Areal im Gehirn es wirklich ist. Dr. Jane Healy is suggesting that we're damaging the damaging the left hemisphere. Dr. Jane Healy meint, dass es die linke Gehirnhälfte ist, die wir hier beschädigen. And some research is indicating we're damaging the frontal lobe. Und einige Forscher behaupten oder meinen, es wäre der Frontallappen. And here we have a doctor suggesting it's damaging the right hemisphere. Und hier haben wir einen Doktor, der meint, der sagt, es wäre die rechte Gehirnhälfte. Maybe the real point is it's damaging our whole brain. Vielleicht mag es in Wirklichkeit so sein, dass das ganze Gehirn in Mitleidenschaft gezogen wird. But nonetheless, let's consider the idea that it's damaging our right hemispheres. Aber lasst uns jetzt mal annehmen, dass es die rechte Hemisphäre, die rechte Gehirnhälfte ist. I think if we look at the functions of the right hemisphere Ich denke, wenn wir uns die Funktionen der rechten Hemisphäre anschauen and the effect of right hemisphere damage, we would see the same effects in society today. und die Effekte aus einer Schädigung der rechten Gehirnhälfte, dann würden wir das wohl in unserer Gesellschaft, diese Schäden in unserer Gesellschaft heute wiederfinden, richtig? People with right hemisphere damage have difficulty paying attention. Und so ist es, dass Menschen mit einer Schädigung der rechten Gehirnhemisphäre haben Probleme mit Aufmerksamkeit, They have difficulty with perception. mit Wahrnehmung. Wir haben ja Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Learning, Lernen, memory, Gedächtnis, organization, Organisation, and insight and orientation. Einsicht und Orientierung. They also have poor social communication. Sie haben außerdem schwache soziale Kommunikation.
Difficulty recognizing and expressing emotion. Schwierigkeiten mit dem Wahrnehmen und Ausdrücken von Emotionen. Difficulty reasoning and problem solving. Schwächen im logischen Denkvermögen und in der Problemlösungskompetenz. Go ahead. Next one. Eine Schädigung der rechten Gehirnhälfte wird in Zusammenhang gebracht mit Defiziten in der Konzentrationsfähigkeit, mit reduzierter Aufmerksamkeitsspanne und Gedächtnisleistung sowie mit emotionalen Problemen wie etwa Depressionen. And lastly, Und zu guter Letzt the right hemisphere is very important for spiritual strength. ist die rechte Gehirnhälfte sehr wichtig, wenn es um das Thema Spiritualität geht. We want children to grow up to make good moral decisions. Wir wollen doch, dass unsere Kinder, wenn sie aufwachsen, gute moralische Entscheidungen treffen, oder nicht? Now, as I said a minute ago, one person says it's the right hemisphere, another person says it's a different hemisphere. It's damaging many areas of the brain. Wie ich gerade vorher schon genannt habe, ist hier, manche Personen meinen, es ist die rechte oder die linke Gehirnhälfte. Wir haben hier Schäden über das ganze Gehirn. But let's look back at this list. Aber wir wollen jetzt noch einmal auf unsere Liste zurückkommen. I want you to tell me if we're seeing some of these symptoms in society today. Und wir wollen uns anschauen, ob wir etwas von diesen Symptomen in unserer Gesellschaft heute sehen können. Are we seeing difficulty with paying attention? Sehen wir Probleme mit Aufmerksamkeit? Definitely. Definitiv. With perception? Wie es mit der Wahrnehmung? Yeah, we are. In fact, studies are showing that we are some of the least perceptive that we've ever been in history. We don't sense things very well. Studien haben eindeutig klargelegt, dass wir heute Probleme haben mit der Wahrnehmung. Are we seeing learning problems? Sehen wir Lernprobleme? Are we seeing memory problems? Sehen wir Gedächtnisprobleme? Are we seeing people being disorganized? Maybe that's more personality. Sehen wir Menschen, die unorganisiert sind? Insight and orientation, we've also seen damage to those areas. Wie ist es mit Einsicht und Orientierung? Wir sehen ebenfalls hier Are we seeing klare Indizien. Are we seeing young people who don't know how to socialize very well? Sehen wir heute junge Menschen, die nicht mehr wissen, wie man sich Who struggle with their emotions? die Probleme haben mit ihren Emotionen, Who can't reason and problem solve? Absolutely. die Schwächen im logischen Denkvermögen. So my point here is that while if we do brain scans, if we do brain scans, Im Punkt, wenn wir jetzt Gehirnscans durchführen, it may be a bit unclear as to what area of the brain is being damaged. dann mag das vielleicht etwas unklar sein, welcher Teil im Gehirn jetzt hier Schaden. But if we look at the symptoms of right hemisphere damage, Wenn wir uns aber die Symptome anschauen für Schaden in der rechten Gehirnhälfte, then we can say, well, we must have a society that's experiencing some right hemisphere damage. dann müssen wir wohl sagen, dass wir eine Gesellschaft sehen, die hier Schaden davonträgt. It's leading us to believe that, well, with the increase in media exposure, maybe it is damaging the right hemisphere. Und das kann den Rückschluss zulassen, dass wir dieser Medienwelt ausgesetzt sind und dass es eben dazu führt, hier einen Schaden in der rechten Hemisphäre davon zu tragen. Spirituality, are we seeing a decline in spirituality now? Und wie ist das mit der Spiritualität heute? Sehen wir hier einen Rückgang oder ein Fehlen an Spiritualität oder Geistlichkeit? Our final point, Unser letzter Punkt anterior cingulate cortex damage. sind Schädigungen im anterioren singulären Kortex. What is the anterior cingulate cortex? Was ist der anteriore singuläre Kortex? The anterior cingulate cortex is a region of our brain located within the frontal lobe. Unser anteriorer singulärer Kortex ist eine Region, die sich im Frontallappen befindet. It is a critical region of our brain that we do not want to be damaged. Und wir haben hier einen ganz wichtigen Teil unseres Gehirns, von dem wir sicher nicht wollen, dass er Schaden davon trägt. It helps with impulse control. Go ahead, you just do that. Er hilft uns bei der Impulskontrolle, in der Entscheidungsfindung, bei Emotionen, Kontrolle emotionaler Reaktionen, Aufmerksamkeit, Motivation, Fehlererkennung und es ist Zentrum des freien Willens.
Now, let's consider these last two items. Und lasst uns jetzt annehmen, wir wollen jetzt auf die letzten zwei Punkte schauen. Error detection. Fehlererkennung. Is that important for Christians? Ist das für Christen eine wichtige Sache? That's vital. Das ist essentiell. The center of the free will. Is that important for Christians? Wie steht es um das Zentrum des freien Willens? Ist das für Christen wie eine wichtige Sache? The reality is that this part of our brain is the center of our moral decision making. Die Realität ist, dass genau dieser Teil in unserem Gehirn, es ist das Zentrum unserer moralischen Empfindungen. We do not want this area of the brain to be damaged. Und wir wollen verhindern, dass dieses Areal in unserem Kopf, dieser Bereich in unserem Kopf geschädigt wird. In fact, people with anterior cingulate cortex damage experience these symptoms. Und Menschen mit einer Schädigung in dieser in diesem Teil des Gehirns, bei diesen Menschen sehen wir Folgendes. OCD, obsessiv-kompulsive Disorder, also Zwangsstörungen. Wir haben hier posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen, Süchte inklusive Drogen, mangelhafte Gefühlskontrolle, Antriebsschwäche, Neurotizismus, das ist emotionale Labilität oder Anfälligkeit für Neurosen, Sensationslust und Impulsivität. Not an area we want damaged in any way. So, Also nochmal, diesen Bereich wollen wir uns gesund erhalten. how is the anterior cingulate cortex damaged? Wie wird dieser anteriore singuläre Kortex nun geschädigt? Many different ways, Dafür gibt es verschiedene Wege, but one in particular called medium multitasking. aber einer ganz speziell ist Medien-Multitasking. Have you ever been texting and watching a video at the same time? Hast du schon einmal getextet und zur selben Zeit ein Video geschaut? Or worked on two projects on the computer at the same time? We all do that. Oder hast du schon einmal an zwei Projekten gleichzeitig am Computer gearbeitet? Wir alle tun das. Okay, fine. Und sie haben herausgefunden, eine höhere Medien-Multitasking-Aktivität wird in Verbindung gebracht mit einer geringeren Dichte der grauen Substanz im anterioren singulären Kortex. Now, let me just clarify. Smaller gray matter density is not a good thing. Ich will das jetzt gerade mal klarstellen. Eine geringere Dichte in der grauen Substanz, das wollen wir nicht, das wollen wir That verhindern. means that area of the brain is shrinking. Das meint, dass dieser Teil im Gehirn schrumpft. Some research I found indicates that if you're not focusing on something for 15 minutes or more, you are experiencing effects very similar to medium multitasking. Und sie haben Forschungen herausgefunden, dass 15 Minuten Konzentration auf eine Sache, wenn es dir nicht mehr möglich ist, dich 15 Minuten darauf zu konzentrieren, We'll experience the effects. dann erfahren wir die Effekte von diesem Media-Multitasking. Yeah. And think about just doing a research project on a computer. Wir wollen uns nun vorstellen, hier eine Forschung am Computer zu You go to Google, und wir gehen jetzt zu Google type a search term, und suchen, machen hier eine Suche, beginnen eine Suche. screen changed. The Und- screen changed. Okay, und der Bildschirm verändert sich You click on a link, und du klickst auf den Link screen changed again. und wieder verändert sich der Bildschirm. You scroll down, Und du gehst nach unten, du scrollst down oh, that one's not interesting, so you go back, the screen changed again. und findest, das ist nicht interessant und so gehst du wieder zurück. Wieder verändert sich der You Bildschirm click the next link, und du klickst auf den nächsten Link screen changed again. und wieder eine Veränderung. Oh, this is good one, you copy that, you paste it in your Word document, screen changed again. Und du siehst hier einen spannenden Link und du kopierst ihn oben
in deinem Browser und wieder eine Veränderung. Das Bild ändert sich, wechselt. On you go, one thing after another, different, bombarding yourself with one new thing after another. Und so geht es weiter, ein Ding nach dem anderen. Etwas Neues, du bombardierst dich hier mit Neuem und mit Wechseln. Now this is not officially called media multitasking. Das ist jetzt nicht offiziell das wird jetzt nicht offiziell Media Multitasking genannt. But from the research I've done, the results are very similar in the damage to the anterior cingulate cortex. Aber zu den Forschungen, die ich gemacht habe, sind die Schädigungen dieses Cortex sehr ähnlich. And look, I do a lot of research. I understand how difficult it is. It's just how it's done. You're constantly doing one thing after another. Und ich mache hier viel Forschung darüber. So, personally, I've just tried to be more focused. Don't jump around so much. Look at something, understand it, read it through, process it before moving on to something new. Und für mich persönlich bedeutet das, dass ich mir heute Zeit dafür nehme, mich mit etwas auseinanderzusetzen, um nicht hier hin und her zu springen zwischen den Inhalten. And you don't turn the notifications off on your phone, so it's not bothering you all the time. You check it on your own time. Und so schlage ich vor, dass ihr euch eure Mitteilungen am Telefon abschaltet, damit sie euch nicht die ganze Zeit in Anspruch nehmen. Legt euch zu einer gewissen Zeit euer Telefon her und schaut nach Nachrichten. Media Multitasking ist in unserer modernen Gesellschaft immer häufiger anzutreffen und wird mit reduzierter kognitiver Kontrollfähigkeit mit negativen psychosozialen Auswirkungen wie Depressionen und sozialen Angststörungen, negativem sozialen Wohlbefinden und schlechten schulischen Leistungen in Verbindung gebracht. Der ACC fungiert als äußerst wichtige Verbindung von informationsverarbeitenden Leitungsbahnen im Gehirn und hängt zusammen mit sensomotorischen, nozizeptiven, die Schmerzempfindung betreffenden höheren kognitiven und emotionalen inneren Antriebsprozessen. Man nimmt allgemein an, dass der ACC beteiligt ist bei der Fehler- oder Konflikterkennung. Very important region of the brain is the point here. Also der Punkt, den wir hier machen wollen, wir haben hier eine ganz wichtigen Teil unseres Gehirns. And there's one other connection to damage this important area of the brain. Und es gibt noch eine wichtige Verbindung zu Schäden in unserem ACC. Und das Muster der Strukturveränderungen im Gehirn, die in der aktuellen Studie ans Licht kamen, stimmte mit dem einer Internetabhängigkeit überein. Individuen mit Internetabhängigkeit zeigten einen Rückgang in der Dichte von grauer und weißer Substanz im anterioren zirkulären Kortex. And internet addiction is simply just using the internet for several hours a day. Und eine Internetabhängigkeit ist nichts anderes als das Internet für mehrere Stunden pro Tag zu benutzen. And these are just two examples that have been studied. Das sind nur zwei Beispiele, die hier studiert wurden. The media multitasking and the internet addiction. Das Media Multitasking und die Internetabhängigkeit. There's more research coming though, suggesting that other forms of media are also damaging the anterior cingulate cortex. Und da gibt es noch mehr Forschung, die dabei ist, herauszukommen und die uns aufzeigt, dass auch andere Medien unseren anterioren singulären Kortex beschädigen. So, have we seen enough already? Haben wir jetzt schon genug gesehen? Pretty solid reasons why increasing children's media use is not going to help them learn very well. Wir haben hier triftige Gründe gefunden, die uns sagen, dass eine Zunahme des Medienkonsums unseren Kindern nicht helfen werden in ihrer Entwicklung. I like what Paul Thomas at Furman University said. Und Paul Thomas sagt hier, Technologie ist ein Störfaktor, wenn wir Lese- und Schreibfähigkeit, Rechnen und kritisches Denken benötigen. Es ist ein Störfaktor. Ein blindes Vertrauen, dass E-Learning einen guten Lehrer ersetzen kann,
führt oft zu weniger gut ausgebildeten Schülern. Apps ersetzen das Denken und kognitive Fähigkeiten nehmen ab. Apps are substituting thinking. Apps, die hier das Denken ersetzen. We're actually making lazy brains because of this. Wir schaffen uns tatsächlich hier faule Gehirne, langsame Gehirne, träge Gehirne. Interestingly, they also asked students what their opinion was of educational technology. Interessant waren auch die Fragen, wenn Sie hier Schüler fragten, was ihre Meinung zu diesem Thema war, der bildenden Medien. Und sie sagten, je mehr Technologie in einem Kurs verwendet wurde, umso weniger Studenten hatten das Gefühl, aus dem Unterricht etwas mitgenommen zu haben. Isn't that interesting? Das ist ja wohl interessant. Now, if media is not the best option, Wenn nun Medien nicht die beste Option sind, do we have any other examples of other options? haben wir andere Beispiele für andere Optionen. Well, of course, all through history, children have not had media to learn through. Und tatsächlich ist es so, dass in der ganzen Geschichte Kinder keine Medien hatten und so weiter. We do, however, have a modern example Wir haben aber ein modernes Beispiel known as Waldorf schools. und sie sind als Waldorfschulen bekannt. Now, I want to make myself clear here. Ich mag hier klarstellen, I don't promote Waldorf schools. dass ich keine Waldorfschulen promote. They have some ideas that I don't think are good, Sie bringen einige Ideen, von denen ich nicht überzeugt bin, dass sie gut sind. but they do have a very good policy, and that is their policy on media use. Aber sie haben in der Tat eine gute Policy, And it's eine Strategie, die sagt, also die Medien betrifft. And it's interesting, two things are interesting. One, how well the students are doing. How well they're doing. Und zwei Dinge sind hier interessant, und zwar wie gut es den Kindern dabei geht. And it's also interesting what they do instead of media. Und es ist außerdem interessant, was sie anstatt den Medien tun. So they believe that children should play. So glauben sie, dass Kinder spielen sollten. They should do art, Sie sollten gestalterische Arbeit tun, songs, Lieder singen, games, Spiele spielen, stories, Geschichten, outdoor time, Zeit im Freien verbringen, practical tasks, praktische Tätigkeiten. cooking, Sie sollten kochen, cleaning, sauber machen, gardening. Gartenarbeit ist wichtig. Good hands-on practical stuff. That's what they're doing instead of media. Das sind im Grunde genommen gute praktische Dinge, die sie tun sollten, anstatt vor den Medien zu sitzen. Das Klassenzimmer sollte dem Zuhause ähnlich sein, mit Gebrauchsgegenständen und Spielsachen aus einfachen, natürlichen Materialien, die die Fantasie anregen und das spielerische Lernen fördern. Sounds like a great homeschool program, doesn't it? Das klingt ja nach einem guten Homeschool-Projekt, oder nicht? But the most amazing thing about them is they have a no media use policy. Aber das Beeindruckendste daran ist wohl ihre Strategie, was Medien betrifft. Denn es ist ganz klar kein Medienkonsum. Up until the 8th grade, as I understand it. So Und das previous Ganze- 8th grade, no media. Das Ganze bis zur 8. Klasse. Der Mediengebrauch wird begriffen als im Widerspruch stehend zu dem, was kleine Kinder für ihre gesunde Entwicklung benötigen. Medienkonsumenten tendieren zu körperlicher Inaktivität und diese Medien beinhalten oftmals unangemessene oder unerwünschte Inhalte, welche die Kreativität und Vorstellungskraft eher behindern, anstatt sie zu fördern. Now, some people will probably say that the Waldorf schools are old-fashioned and behind the times. So mögen jetzt manche Leute einwenden, dass andere Schulen hier, dass die Waldorfschulen wohl altmodisch seien. But I wonder if they're actually ahead of the times. Aber ich frage mich viel eher, ob sie nicht ihrer Zeit voraus sind. So, how are the Waldorf schools doing? How are the students doing, I should say? Wir wollen uns jetzt anschauen, wie es diesen Schülern von den Waldorfschulen tatsächlich, wie es ihnen geht. These old-fashioned students who don't know how to use technology, how do they succeed in the real world? Wie geht es diesen altmodischen Schülern, die keine Ahnung haben vom Gebrauch von Medien? Wie tun sie sich in unserer Welt? Very well, actually. Denen geht es tatsächlich sehr gut. Their students are some of the best in the world, actually.
deren Studenten oder Schüler sind tatsächlich einige der besten in der Welt. In fact, 94% of their students go on to Ivy League universities. That's the best universities in the world. Tatsächlich sind es 94% ihrer Studenten, die auf Top-Universitäten gehen. What's even more interesting, however, Was noch mehr interessant ist, is that there are several of these schools in and around the Silicon Valley. dass es mehrere von diesen Schulen rund um das Silicon Valley gibt. Have you heard of the Silicon Valley? Habt ihr von denen schon einmal Very gehört? rich. It's where all these big technology companies are located. Dort sind all diese Technologiegiganten zu Hause. So why are there technology-free schools in the very place where all these technology companies are located? Jetzt stellen sich uns die Frage, warum sind da alle diese medienfreien Zonen genau dort, wo all diese Medienarbeit entsteht. That's because the CEOs of those companies send their children to Waldorf schools. Und das kommt daher, weil die Manager all dieser Unternehmen ihre Kinder dorthin schicken, auf die Waldorfschulen. Why? Warum? Well, they produce good results. Weil sie ganz einfach gute Resultate hervorbringen. But that's not the main reason. Das ist aber nicht der Hauptgrund. The main reason is that they don't use technology. Der Hauptgrund ist, dass sie keine Technologie benutzen. Go ahead. Der Technologiechef von eBay schickt seine Kinder in eine Waldorfschule mit insgesamt 9 Klassen. Dasselbe machen auch Angestellte der Silicon Valley Giganten wie Google, Apple, Yahoo und Hewlett Packard. Alan Eagle, he's a computer scientist. He works in executive communications at Google. Und Alan Eagle sagt, ich lehne die Vorstellung grundsätzlich ab, dass wir technologische Lehrmittel in der Grundschule benötigen. Die Idee, dass eine App oder ein iPad meine Kinder besser lesen oder rechnen lehren könnte, ist lächerlich. He works for Google. Dieser Mann arbeitet für Google. Chris Anderson, he's the CEO of a robotics company. Und wir haben hier jetzt einen Manager einer anderen großen Firma. Er sagt, meine Kinder bezichtigen mich und meine Frau, Tyrannen zu sein und uns hinsichtlich der Technologien viel zu viele Gedanken zu machen. Und sie sagen, dass keiner von ihren Freunden dieselben Regeln habe. Das liegt daran, dass wir die Gefahren dieser Technologien aus eigener Erfahrung kennen. Ich habe das an mir selbst erlebt und ich möchte nicht, dass dasselbe mit unseren Kindern passiert. Notice, he manufactures the technology. He knows what it's doing. Und dieser Mann ist es, der diese Technologien produziert. Er weiß, wovon er spricht. He says, I've seen the dangers myself. I don't want my kids to experience the same thing. Und er sagt, ich habe es selbst erfahren, ich habe sie selber gesehen, die Schäden, die hier verursacht werden, und ich möchte das nicht für meine Kinder. Then they went and talked to Steve Jobs himself. Dann sind sie gegangen, um mit Steve Jobs zu sprechen. This was at a time when Apple was promoting the iPad for education. Das war genau zu einer Zeit, als Apple dabei war, ihre iPads für Schulen zu promoten. In the United States, we had this big push that every student needed an iPad. Und in den USA sahen wir diese heftige Tendenz dazu zu sagen, jeder Student braucht so ein iPad. That's happening here now. Now the chancellor. The chancellor said we need schools. Dasselbe hören wir gerade, passiert auch hier. Passiert jetzt gerade hier. They were saying how educational it was. So they went and asked Steve Jobs. Sie sind jetzt also gegangen und haben hier Steve Jobs darüber gefragt. They said, now what's your opinion on the iPad? Actually, they said, how do your children like the iPad? Und sie fragten ihn, was ist deine Meinung jetzt dazu? Wie gerne haben deine Kinder das iPad? He said, Und er sagte darauf, they haven't used it. sie haben es nicht benutzt. Sie haben das iPad nicht benutzt und wir setzen unseren Kindern Grenzen, wie viel Technologie sie zu Hause verwenden dürfen. On one side of his mouth, he's saying how good it is for education. Auf der einen Seite sagt er, wie gut oder wie wichtig es ist für die Bildung. And the other side, he's saying, but I don't let my kids use it. Und auf der anderen Seite sagt er aber, meine Kinder lasse ich es nicht benutzen.
Does this give us a little insight into the real motivation? Gibt uns das vielleicht eine gewisse Einsicht in die wirkliche Motivation? I don't have time to get into all the stuff that happens behind the scenes, but Wir haben nicht die Zeit dazu, um uns alles anzuschauen, was hier hinter dem Vorhang passiert, hinter den Kulissen passiert. there is so much corruption in the technology industry where they're just selling things off, they're just wanting to make money. And if they can use schools to make money, they'll do it. Es gibt da so viel Korruption in diesen Unternehmen. Und worum es geht eigentlich nur um den Verkauf, um die Gewinne. Und wenn sie Schulen dazu bringen können, hier einzukaufen, dann ist ihnen das recht. In fact, they even had a hidden recorder placed in one of the meetings of educational software developers. Und tatsächlich ist es so, dass hier mal ein verstecktes Aufnahmegerät installiert wurde bei einer Besprechung solcher Unternehmer, solcher Produzenten. And one of the CEOs Und einer dieser Manager said, "You know I don't care about kids. I don't even like kids." Und einer dieser Manager sagte, weißt du, in Wirklichkeit interessieren mich Kinder nicht. I'm just making money. Mich interessiert nur Geld zu machen. So, you may ask, well, there's one problem. So, jetzt mögen wir uns vielleicht fragen, da ist ein Problem. How will children learn to use technology? Wie würden Kinder lernen, Technologie zu benutzen? Remember that computer scientist that worked at Google I mentioned a minute ago? Wir erinnern uns nochmal an diesen Computermann, der bei Google arbeitet. He said that his daughter, who's in 5th grade, doesn't know how to use Google. Er sagte uns, dass seine Tochter, die jetzt in der 5. Klasse ist, nicht weiß, wie man Google benutzt. And so they asked him, well, how's she ever going to learn to use it? Und so fragten sie ihn, wie wird sie das jemals lernen? Here's what he said. Das ist jetzt, was er sagt. It's super easy. Es ist super einfach. It's like learning to use toothpaste. Es ist, als würde man den Gebrauch von Zahnpasta lernen. Did anyone here have to go to classes on how to use toothpaste? No need. Haben wir hier irgendjemanden, der dem im Unterricht gezeigt wurde, wie wir Zahnpasta anwenden? No, it's easy. No, es geht so. Es ist einfach. At Google and all these places, go ahead. Bei Google und all den anderen Plätzen machen wir die Verwendung der Technologie so watscheneinfach wie nur möglich. Es gibt keinen Grund anzunehmen, weshalb Kinder den Umgang damit nicht auch in späteren Jahren erlernen können. Brain dead, he said. Gehirn tot, sagt er. So, having them learn. I should have put a picture up here. I forgot to. Ich hätte jetzt eigentlich gerne, ich hätte gerne jetzt ein Foto hier. A friend of mine works at a village school in Tanzania, Africa. Es gibt einen Freund von mir, der in einer Dorfschule in Tansania in Afrika arbeitet. And he sent me a picture the other day. Und gerade vor kurzem hat er mir ein Foto geschickt. He had left his phone in the other room accidentally in another classroom. Und er hatte sein Telefon vergessen in einem anderen Klassenzimmer. And some village kids who are almost not exposed to any technology, they don't have phones. Und einige von diesen Dorfkindern hier, die bis dato eigentlich noch keine Erfahrung hatten mit diesen Geräten. When he didn't know, but they had played with his phone. Was er nicht wusste, die hatten jetzt gespielt mit seinem Telefon. He had come back and got his phone later, and there were selfies on his phone. Wow. Also später kam er zurück und holte sich sein Telefon, und was er darauf fand, das waren Selfies. How did they know how to do that? Wie sind diese Kinder da jetzt, wie konnten sie wissen, wie man das tut? It's brain dead easy. Es ist waschen einfach. You don't need to go to classes to figure that stuff out. Wir brauchen halt nicht in die Schule gehen, keine Kurse besuchen, um herauszufinden, wie das funktioniert. And of course, you can learn in many other ways. Und dann gibt es da viele andere Methoden, um zu lernen. I like what one of the teachers at the Waldorf school said. Und einer von den Lehrern in Waldorfschulen sagte, 3 Wochen lang aßen wir uns gleichsam durch die Bruchzahlen hindurch. Wenn ich den Kuchen in genügend Bruchstücke zerteilte, damit jeder seinen Anteil bekam, denkst du, dass sie mir da ihre Aufmerksamkeit schenken? What a great way to learn, yeah. Was ist das für ein
wunderbare Art und Weise, um zu lernen. They asked some of the students at the Waldorf School what they thought about the idea. Sie haben einige ihrer Studenten oder Schüler gefragt, wie sie über diese Idee dachten. Du kannst dir rückblickend anschauen, wie schlampig deine Handschrift in der ersten Klasse war. Das kannst du mit Computern nicht machen, weil dort alle Buchstaben gleich sind. Außerdem kannst du, wenn du lernst, auf Papier zu schreiben, auch dann noch schreiben, wenn Wasser auf deinem Computer verschüttet wird oder der Strom plötzlich ausfällt. He has a good point, doesn't he? Das ist ein guter Punkt, oder nicht? Now, before I finish, I want to mention one other quick thing here. Und bevor ich dann aufhören werde, schauen wir uns noch Folgendes an. I actually went and I looked at the most technologically connected schools in the United States. Ich bin also gegangen und habe einen Blick geworfen auf die meistentwickelte Schule in den Vereinigten Staaten. In fact, they had done a study. Auf die am meisten technologisch ausgerüstete Schule in den Vereinigten Staaten. Yeah. And a study had already been done, and there was a list of the top 10. Und da gab es eine Studie mit den Top 10. They had the best educational technology out there. Und diese hatten die besten Technologiemedien, die es gab. The students had every educational advantage with the media. Die Schüler hatten mit diesen Medien jeden nur denkbaren Vorteil. How are they doing on their educational rankings in the different subjects? Wie ist es diesen Schülern nun gegangen mit ihren Medien? Die Ergebnisse. Wie waren die Ergebnisse? Welche Ergebnisse zeigten sie darin? Their college readiness Deren Eignung zum College was only 34%. war nur 34%. Their math proficiency, Deren- 65 approximately. Deren Mathematikkenntnisse knappe 65. Their English proficiency, Deren Englischsprachkenntnisse 81.2. 81,2. The national ranking on academic subjects, there we go. Deren nationales Ranking, So it was 1189. das waren 1189 Okay. Punkte. Na, No, 11, Der Ranking. 1100. Deren Stelle im nationalen Ranking war auf Platz 1189. That was their average ranking. Das war deren Durchschnitt. This is the top 10 technological schools in the United States. On academic subjects, they're ranked below 1,000. Also wir sehen hier die Top 10 in diesen medialen Schulen. Ihre Position im Ranking liegt abseits der 1000. So, I think, as we read earlier, Und so lesen wir, Technologie erweist sich als Störfaktor, wenn es darum geht, sich Lesen, Schreiben, Rechnen und kritisches Denken anzueignen. Das haben wir vorhin schon gehört. can media be helpful? Können Medien hilfreich sein? Certainly. Bestimmt. But is it necessary? Aber ist es notwendigerweise so? Not in early childhood for learning. Nicht zum Lernen in der frühen Entwicklung von Kindern. And in many cases, it can actually be harmful. In vielen Fällen kann es sogar schädigend oder hinderlich sein. At best, a distraction. Im schlimmsten Fall oder im besten Fall eine Ablenkung. So, we've been uneducated. Unser Resümee ist, wir sind ungebildet. And at this point, you're probably thinking, now what? Und an diesem Punkt müsst ihr wohl denken, Now what? Now what should I do? was sollen wir damit tun? Anfangen. You'd like to not have so much media for your children, but what are you going to do instead? Wir werden jetzt vielleicht darüber nachdenken, die Medienzeit für unsere Kinder zu reduzieren. Aber die Frage, die sich stellt, ist, was machen wir dann? Well, that will be next week's topic on Wednesday. Und genau das wird das Thema von nächster Woche sein. Thank you very much. It's been a good evening. Herzlichen Dank euch. Es war ein schöner Abend. I want to remind you there's DVDs back there. Und ich möchte euch nochmal daran erinnern, hinten am Tisch gibt es DVDs. And
We'll see you next week. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder.